Ich bin Jana Lama, ich bin 57 Jahre alt, bin verheiratet und arbeite als Sachbearbeiterin in der Humboldt-Universität zu Berlin. Wo waren Sie, als die Mauer gefallen ist? Wo haben Sie da gearbeitet? Als die Mauer fiel, habe ich bei Intertext, Fremdsprachendienst der DDR, als Dolmetscherin für Khmer und Französisch gearbeitet. Und was hat sich für Sie geändert durch den Mauerfall? Da hat sich eine Menge geändert. Also vor allem die berufliche Entwicklung hat sich einschneidend geändert. Im Grunde genommen arbeite ich seit dem Fall der Mauer unter meiner Qualifikation. Also das war eine schwierige Zeit. Und man wusste damals nicht, wie man sich am besten entwickeln kann. Und man hat immer mehr reagiert, als man agieren konnte. Das Unternehmen Intertext ist wie so viele andere Unternehmen der DDR einfach abgewickelt worden, aufgelöst worden, und dann musste man sich einfach eine neue berufliche Perspektive suchen, und dann war man irgendwie sehr hilflos, ist zum Arbeitsamt gegangen, hat sich überlegt, was kann ich jetzt machen. Dann habe ich eine Umschulung begonnen zur Europasekretärin, und die hat 3 Jahre gedauert, und als ich damit fertig war, war mir das erste Mal bewusst, dass ich mich damit eigentlich ja, von den Hochschulberufen wegbegeben habe und in einer anderen Ebene arbeiten musste. Das war mir vorher nicht so klar, dass ich mich eigentlich nicht in die richtige Richtung entwickelt habe, und konnte aber nicht so viel tun, weil wir ja zu dem Zeitpunkt auch 2 kleine Kinder hatten in der Familie, und man war auch immer gezwungen, irgendwie zu arbeiten, Geld zu verdienen. Man konnte dann auch nicht einfach sagen, okay, ich studiere vielleicht nochmal, das war ja alles nicht so einfach. Und dann hat man eben angefangen, in einem Bereich zu arbeiten, für den man, was man dann ziemlich schnell merkt, teilweise ein bisschen überqualifiziert war. Aber es gab auch nicht viele Stellen, die der eigentlichen Ausbildung entsprochen haben. Und das war dann 1994, da habe ich mich auf eine Anzeige in der Humboldt-Universität beworben, und als Sekretärin im Institut für Geographie, und diese Stelle habe ich dann bekommen, und seitdem bin ich eben in der Humboldt-Universität tätig. Da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich ja noch, das war sehr frisch, also ich habe ja erst 87 mein Studium beendet, und habe dann nur ganz kurz gearbeitet, dann kam das erste Kind, dann war ich 1 Jahr zu Hause und habe dann eigentlich nur 1,5 Jahre in der Praxis gearbeitet. Und ich hatte keinen festen Arbeitsplatz, sondern war ja als Dolmetscherin tätig und bin dann immer zu Einsätzen geschickt worden. Und wenn ich eben nicht beim Einsatz war, musste ich zu Hause auf einen Einsatz warten. Also ich hatte gar keinen Arbeitsplatz und auch gar nicht dann dadurch so viel Kontakt zu den anderen. Waren da interessante Einsätze als Dolmetscherin? Das war schon Erzählen sehr Sie mal. interessant. Ja, also ich habe ja Khmer studiert, und dann meistens hatte ich dann so Regierungsdelegationen oder so, die ich betreuen musste, und das war so alles durch die Bank weg, vom Arztbesuch, Dolmetschen bis eben bei Konferenzen dann irgendwas mit übersetzen. Also das war sehr abwechslungsreich. Eine sehr schöne Tätigkeit, die ich auch gerne weiter gemacht hätte, weil ich war eigentlich auch sehr begabt dafür. Ich hätte gerne noch in Leipzig zum Beispiel, da gab es das Literaturinstitut, da konnte man Übersetzen noch studieren, das hätte ich gerne noch gemacht, und das gab ja auch für alle
in der DDR gab es für die Nachwuchskader sozusagen, gab es auch immer so einen Plan, wie man sich entwickeln konnte. Und da stand das eben auch drin, dass ich Simultandolmetschen machen werde und auch da wäre ich qualifiziert worden. Also das sind Dinge, die hätte ich unglaublich gern gemacht, aber das war dann halt alles erstmal weg. Das war ja zu Ende.